Ich habe ein Haus im Wald gekauft und möchte das Stück für Stück renovieren. In den ersten 3 Monaten habe ich gelernt, so etwas allein zu machen, bringt Vor- und Nachteile mit sich. Das Tolle am Alleinrenovieren ist, dass man alles alleine entscheiden kann. Und das Schlechte am Alleinrenovieren ist, dass man alles allein entscheiden muss. Und manchmal steht man vor Herausforderungen, mit denen man so nun wirklich nicht gerechnet hat. Tada! Oh, nee, ich darf die Tür jetzt nicht schließen, sonst sperre ich mich aus. Ich mache heute was ich eigentlich gerade gar nicht machen wollte. Aber mir ist gestern was unfassbar Blödes passiert. Also da hatte ich wirklich Glück. An der Tür unten. Warum ich jetzt hier oben auch anfange auszubauen, erzähle ich gleich noch. Ja, ich habe mich gestern ausgesperrt. Aber auf eine ganz komische Art und Weise. Weil ich hatte gar nicht abgesperrt, sondern also ich kann mich auch eigentlich gar nicht aussperren aus dieser Tür. Ich bin einfach in den Garten kurz. Und als ich zurückkam, ging meine Tür nicht mehr auf. Obwohl ich sie nicht abgesperrt hatte oder so. Ich hatte sie einfach nur zugezogen. Und anscheinend hat sich da in dem Türschloss irgendwas verkeilt, als ich es zugezogen habe. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich kam nicht rein in die Tür. Ich habe mich dagegen geworfen. Nichts ist passiert. Problem war, ich hatte nur ein T-Shirt und eine Unterhose an. Also ich stand in T-Shirt und Unterhose vor meiner Tür. Und dachte mir, klasse. Mein einziger Vorteil war, ich hatte mein Handy dabei, weil ich gerade telefoniert hatte. Hätte ich mein Handy nicht gehabt, ich hätte in Unterhose ins Dorf laufen müssen. Ich meine, gut, ich hätte im Garten vielleicht noch eine Plane gehabt, da hätte ich mir Plane umwickeln können. Das wäre extrem bescheuert gewesen. Ich hatte auch keine Schuhe an oder so. Auf jeden Fall habe ich jemanden angerufen. Der kam auch super schnell. Egal, long story short, deswegen, ich fahre in den Baumarkt, ich brauche ein neues Schließsystem. Und dann dachte ich mir, ich gucke mal, was ich hier mit diesen Beschlägen mache. Ich finde die eigentlich gar nicht so blöd. Ich habe auch überlegt, ich könnte die einfach lackieren. Aber ich nehme sie jetzt mal mit. Vielleicht finde ich ja im Baumarkt auch andere Beschläge. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Also auf jeden Fall für unten brauche ich was Neues. Das habe ich alles schon brav ausgebaut. Das ist hier der Übeltäter. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn so kleine Probleme auftreten, die man dann irgendwie ganz gut lösen kann. Aber die mir so ein bisschen dann ja auch auf die Sprünge helfen, auf was ich mich denn so vorbereiten sollte. Also letztens bin ich zum Beispiel auch die Wendeltreppe runtergefallen. Das war ziemlich übel. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir nachgedacht habe, so, okay, Jana, du musst dir so ein paar Strategien überlegen. Was ist, wenn ich wirklich die Treppe runterfalle und nicht mehr aufstehen kann? So, ist eigentlich doof, weil wie soll jemand auf mich aufmerksam werden? Oder was ist, wenn ich mich an der Maschine wirklich mal verletze? Ich muss mir irgendein Konzept überlegen. Okay, das passt wohl unten in die Haustür, aber damit ich quasi einen Zylinder kaufen kann mit Schließsystem, bräuchte ich die Maße der Tür, die ich natürlich nicht habe. Klassiker. Eine Stunde im Baumarkt gewesen oder länger, ich weiß gar nicht. Oh, ich werde angerufen. Ich grüße dich. Ist jetzt schon wieder um 12 und ich habe nicht mal alles bekommen, was ich wollte, weil ich den Zylinder vergessen habe, also dass ich ja die Breite hätte messen müssen. Und das ist so blöd, ist nicht das erste Mal, dass ich sowas einbaue und ich weiß, letztes Mal war es exakt dasselbe. Ich stand auch im Baumarkt und war, oh nein, ich hätte die Breite messen müssen. Aber gut, egal. Ich habe jetzt ja gefühlt für nichts 130 € bezahlt und der Zylinder ist noch nicht mal dabei. Ja, das ist auch deprimierend, dass man hier alles alleine bezahlen muss, aber man kann auch kaufen, was man will. Das ist auch ein Vorteil. Da. Wo ist mein Autoschlüssel? Ich habe hier 2 Türen, also ich habe noch eine Haustür vor dieser Tür. Das ist ein bisschen weird zu erklären. Und quasi diese Zwischentür ist das Problem. Weil wenn ich jetzt in den Garten gehe oder so, dann mache ich halt einfach nur diese Zwischentür zu und nicht beide Türen. Yay! Einwandfrei. Das einzige Paar Türbeschläge im Baumarkt, was mir gefallen hat, war dieses hier. Das war nämlich das einzige, was nicht Silber war. Und zwar so ein übelst hässliches Plastiksilber. Ja, leider passt das nicht, weil das für eine breitere Türbreite ist. Was ich halt, wie gesagt, nicht wusste. Das habe ich dann auf gut Glück gekauft, aber das war wohl nichts. Das heißt, ich habe jetzt keine Türbeschläge und auch keinen Zylinder. Also eigentlich habe ich gar nichts. Ich habe aber Holz. Und ich möchte hier die Tür ein bisschen verändern. Ich habe auch Farbe gekauft. Eigentlich hatte ich für die Tür so ein Beige geplant gehabt.
Aber im Baumarkt gab es eine Farbe, die hieß Waldgrün. Und dann musste ich das Waldgrün kaufen. Ein Hauptgrund, warum ich mir die Kappsäge gekauft hatte, war diese Abschrägefunktion. Ich habe sowas schon voll oft mit der Hand gemacht und das wird einfach nie was. Deswegen ist es so sehr bequem. Natürlich wäre es praktischer gewesen, die Tür auszubauen und das in der waagerechten zu machen, aber ich habe die Tür nicht angehoben bekommen. Trotzdem hat es genauso gut so funktioniert, man weiß sich ja zu helfen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das müsste höher sein irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unzufrieden. Ja, egal. Abgeschliffen und abgeklebt ist jetzt. Als erstes ein bisschen langweilig. Kommt ein Holzisolierungsgrund-Dings. Oh je, das fühlt sich ganz falsch an. So, ich bin jetzt zweimal drüber mit der Grundierung. Sieht jetzt natürlich noch nicht so mega aus. Ich bin sehr gespannt, wie es dann morgen mit dem Grün aussieht, aber jetzt lasse ich es erstmal trocknen. Ich habe hier so Blumenkastenhalter noch übrig, weil ich hier jetzt ein Solarpanel noch dran habe. Und deswegen konnte ich das hierher rutschen und kann jetzt auch meine Blumen vielleicht da drauf stellen. Ah, das ist voll schön. Ich glaube nur, das ist ein bisschen albern, aber ich glaube, ich muss das festschrauben. Ich check nicht, ob ich den Lavendel zu viel oder zu wenig gegossen habe. Weil ich dachte zum Beispiel, der Basilikum und der Schnittlauch brauchen eigentlich viel mehr Wasser und denen geht's gut. Und der Lavendel ist irgendwie ausgetrocknet, obwohl das doch eigentlich für den genug hätte sein müssen. Ich muss sagen, der Balkon ist wirklich mit mein liebster Ort geworden und wirklich absolut das beste Projekt, was ich bisher gemacht habe. Hier im Haus, weil ich hier einfach so gerne bin. Aktuell fehlen hier noch die Sockelleisten. Das liegt daran, dass jetzt die EcoFlow hier steht. Das ist die Delta 2 Max. Und ich will eigentlich, deswegen fehlt hier hinten auch noch eine Leiste. Ich habe aber noch auf längere Solarkabel gewartet. Die habe ich jetzt aber auch. Und dann möchte ich das dahinter legen und quasi durch die Wand, damit dann die EcoFlow drinnen steht. Die EcoFlow war bestimmt fleißig heute. Ja, 94%, fast voll. Hier habe ich meine USB und USB-C Anschlüsse. Auf der Rückseite habe ich meine Solareingänge, das sind hier sogar 2. Und natürlich auch normale Steckdosen. Ich habe hier in diesem Haus keinen normalen Stromanschluss. Das heißt, ich bin 100% von Solarstrom abhängig. Ich habe eine kleine Solaranlage auf dem Dach bzw. im Keller und zusätzlich noch meine Delta 2 Max. Die lade ich mit einem 400 Watt Panel hier aktuell jeden Tag easy voll. Ich nutze EcoFlow überall da, wo ich autark Strom produzieren möchte. Ich habe schon im Tiny House EcoFlow genutzt. Im Wohnmobil habe ich eine EcoFlow. Aktuell ist Summer Sale bei EcoFlow. Da kannst du bis zu 55% sparen. Also falls du vielleicht schon länger um ein Produkt von EcoFlow herum geschlichen bist, wie zum Beispiel auch das neue Balkonkraftwerk von EcoFlow, ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit und du kannst mit meinem Code ROSAGOLD auch noch 8% on top sparen. Also schau gern bei EcoFlow vorbei. Link und Code findest du auch nochmal in der Infobox. Ich habe hier irgendwie eine neue Sorte Insekten in meinem Garten. Ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Schmetterling, aber irgendwie auch nicht. Ich finde die super interessant. Die sind auch gar nicht scheu. Ein Schmetterling wäre jetzt schon längst weg, aber das ist immer noch da. Ich finde die auf jeden Fall ziemlich hübsch. Ich bin wirklich erstaunt, mit wie wenig Gießen ich klarkomme aktuell. Also heute waren es über 35 Grad, morgen wird es auch wieder mega heiß. Und trotzdem gieße ich tatsächlich maximal 2-mal die Woche. Also mal schauen, wie es jetzt so weiterhin wird. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange so heiß. Ich will noch was zeigen. Wo ist es?
Ich war gerade noch schwimmen. Ich habe das Gefühl, dieser Tag hat irgendwie 24 Millionen Stunden. Genau, ich war noch schwimmen heute auch noch. Ich musste auch ein bisschen über mich lachen, als ich zurückgekommen bin eben und diese Tür gesehen habe und mir so ein bisschen dachte, was war das bitte für eine Aktion heute, Jana? Die Zielsetzung war, funktionierende Schlösser zu haben und stattdessen ist jetzt die Tür weiß. Das ist so ein bisschen so, ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich alleine Sachen angehe, dann ufern die manchmal ganz komisch aus, wo ich gar nicht hin wollte. Ich wollte das nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber gut, ich folge einfach der Intuition und ja, muss mich dann nicht wundern, wenn manche Sachen irgendwie... Also es gäbe wirklich eigentlich hier sinnvolle Dinge zu renovieren. Und ich habe die Tür angemalt. Aber das war halt so eine Kettenreaktion, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt schon das Schloss tausche, kann ich auch die Tür anmalen, ne? Ihr versteht. Egal. Wow. Ich wollte kurz den Kuchen präsentieren, den hier meine Freundin gebacken hat. Der hat sie mir einfach mitgebracht. Voll cool. Erinnert mich dran, das ist ein Johannisbeerkuchen, dass ich mir vorgenommen hatte, jeden Tag Johannisbeeren zu verarbeiten, weil ich noch so viele habe. Ey, wer soll das alles essen, Mensch? Naja, das heißt, das werde ich heute auch noch machen, habe ich gemerkt. Das muss ich dringend machen. Ich muss jetzt mal gucken, die Sonne geht unter. Ich muss jetzt noch irgendwie mindestens mal 1 Kilo ernten und dann Johannisbeersaft machen. Wäre cool, oder? Also ich finde Johannisbeerernte irgendwie ziemlich beschwerlich. Huch, ich verliere schon wieder die Hälfte. Man hat das Gefühl, der gesamte Strauch ist voll. Aber man kommt überhaupt nicht richtig hier ran. Weil überall Blätter sind. Und dann aber auch bei der Verarbeitung, dass man die da alle abmachen muss, diese Dinger. Also ich finde, es ist nicht das einfachste Obst. Ist es ein Obst? Ja. Ich verwechsel immer Obst und Gemüse. Ich habe das ganz lange nicht gewusst, was der Unterschied zwischen Obst und Gemüse ist. Das habe ich tatsächlich erst verstanden, als ich dann selber das angefangen habe anzubauen. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so... Keine Ahnung, ich dachte zum Beispiel, Gurke ist ein Gemüse. Aber Gurke ist ja auch ein Gemüse. Oder ist es ein Obst? Ja, da geht schon los. Mein Gott, man sieht das auf der Kamera leider nicht, aber ich habe gerade Gänsehaut. Hier sind Glühwürmchen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Saft zu machen, weil ich total beschäftigt war mit diesen Glühwürmchen. Also das war so wunderschön. Das war auf jeden Fall bisher eins der schönste, wenn nicht sogar der schönste Moment, den ich hier am Haus hatte. Also das war total absurd, wie die da so angeflogen kamen, so aus der Dunkelheit. Und dann sind die bei mir durch den ganzen Garten getanzt. Also das war... Ich dachte zwischendurch wirklich, ich sehe nicht richtig. Also das hat sich so krass angefühlt und auch so, dadurch, dass ich da komplett alleine war, nur ich und diese Glühwürmchen. Ich konnte dann auch nicht reingehen, weil ich dachte so, ey, nicht, dass die denken, mir gefällt die Show nicht oder so. Okay. Das gefällt mir schon. Ich habe gerade auch die Farbe für oben für den Balkon geöffnet. Die habe ich mir gestern anmischen lassen. Ich finde die... Ich weiß noch nicht. Und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die nicht vielleicht auch hier unten haben möchte. Aber ich glaube, das ist mir zu viel, wenn die Eingangstür schon direkt so fliederfarben ist. Ich glaube, das passt so, wenn das oben ist. Und dieses Waldgrün, das habe ich gestern ja relativ spontan gekauft. Eigentlich sollte die Tür ja eher so werden. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel. Okay. Ich glaube, das gefällt mir.
Aber oh je, da muss ich auf jeden Fall ein paar Mal drüber. Erster Anstrich. Zweiter Anstrich. Ich finde es cool. Es ist auf jeden Fall viel dunkler. Aber das war klar. Ich muss auf jeden Fall noch zweimal drüber, aber ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen... hallo, ein Schmetterling. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Jetzt hier, Johannisbeersaft. Ich glaube, das ist so viel zu süß. Um das haltbar zu machen, habe ich relativ viel Zucker rein. Ich denke, es ist am besten, wenn ich es mit Sprudelwasser aufgieße, aber ich probiere jetzt erstmal so. Ja. Also schmeckt gut, aber halt sehr, sehr süß. Das ist auch aus dem Keller, das ist kalt. Wow, das sieht so lecker aus. Das habe ich selber gemacht. Wie toll das schäumt, oder? Oh, wow. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich mit den restlichen Johannisbeeren noch mache. Oha. Ich mache jetzt in der Zeit, wo das trocknet, schon mal mit den Türbeschlägen von oben weiter, weil ich habe mich entschieden, oben die zu behalten. Ich finde es wirklich ultra schwer, schöne Türbeschläge zu finden. Die Frau im Baumarkt, die hat mir so einen Hammerschlaglack empfohlen. Also ich habe sowas noch nicht ausprobiert. Das war ihre Idee. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gekauft, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Oh Gott, das sieht irgendwie komisch aus. Also das Gute ist, dass man den auch direkt auf Rost auftragen kann. Ich mache mal ein bisschen, schleife ich es ab. Ich weiß nicht, das sieht aus wie einfach Silber mit Glitzer. Ist jetzt natürlich erst die erste Schicht, aber ich finde, man sieht schon, dass das irgendwie so interessant antrocknet. Das Abendlicht macht hier so schöne Schatten. Auch an meine neue Türe. Ich habe jetzt den 4. Anstrich drauf. Das hier unten, das sind alles so Lichtpunkte. Das ist jetzt keine Farbunterschiede oder so. Ich finde es ganz schön, dass trotzdem diese Holzstruktur noch durchkommt. Ich finde generell, die Tür sieht wirklich wertig aus jetzt. Also ich finde sie auf jeden Fall ein Upgrade. Mich stören die Proportionen, das hier hätte ein bisschen weiter nach oben gekonnt. Beim nächsten Mal würde ich da tatsächlich mehr drauf achten. Kann sein, dass ich nochmal drüber muss. Ich sehe hier noch so ein paar weiße Blitzer. Aber ich warte mal einen Tag. Manchmal sieht man das am nächsten Tag nochmal besser. Gut, Türbeschlag muss ich natürlich auch noch umtauschen, damit der passt. Und mit dieser bronzenen Klinke, ich glaube, das sieht gut aus, oder? Also ich mag's. Ich bin nicht so super zufrieden, wie das geworden ist. Ich habe das Gefühl, das wäre irgendwie besser gewesen, wenn ich das Rost irgendwie einfach abgeschliffen und das Ding irgendwie aufpoliert hätte. Weil es sieht mir irgendwie so ein bisschen, es hat so eine lackierte Optik. Also ich weiß noch nicht. Muss man sehen. Ich glaube, das ist besser, wenn ich die rausnehme. Ich muss die nämlich wirklich abschleifen. Jetzt muss ich hier noch die Wendeltreppe runterbekommen. Wünsche mir Glück. Das könnte schief gehen. Ich werde jetzt erstmal eine Seite vorbereiten und lackieren. Das ist ja so ein bisschen auch ein Test jetzt für mich. Einfach um zu schauen, wie ich generell die Fenster vielleicht machen möchte. Wobei ich auch noch ein bisschen gucken muss, weil jedes dieser Fenster ist auch so ein bisschen anders. Also dieses hier zum Beispiel ist ja mit Buntlack bemalt. Dann gibt es andere Fenster, die sind glasiert. Also ja. Aber ich fange jetzt einfach mal damit an und gucke einfach mal, wie das wird, ob mir das gefällt. Und überlege halt dahingehend, ob ich die anderen Fenster auch so mache oder nicht.
Ich komme hier mit einem Mal ganz, ganz kurz schleifen schon direkt bis auf die Spanplatte runter. Ich hatte gehofft, da ist ein bisschen mehr Substanz dahinter. Aber ist es wohl nicht. Schade. Jetzt muss ich überlegen. Ich versuche einfach ganz leicht das anzuschleifen, dass ich nicht zu viel hier abtrage. Also auch hier muss ich total aufpassen, weil ich will hier die Farbe eigentlich nur abkratzen und wenn ich aufs Holz komme, das zerbröselt einfach alles. Also die Tür löst sich irgendwie auf. Es ist irgendwie ein bisschen doof. Ich bin total gespannt, wie das kommt, das Flieder. Ich habe halt Angst, dass es zu rosa dann aussieht. Drei Anstriche später sieht das Ganze so aus. Ich bin zufrieden. Ich hätte mir die Farbe noch einen Ticken mehr ins Lila vorgestellt, aber gut. Ich bin gespannt, wie es oben aussieht. Ich ziehe jetzt mal noch die Kreppbänder. Mit Abstand am schwierigsten war es jetzt auf jeden Fall, allein die Türe wieder in die Scharniere zu setzen. Ich weiß nicht, wie lange ich gerade dafür gebraucht habe. Mindestens 10 Minuten und dann die ganze Zeit diese Tür zu halten. Hat mich ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Aber sie ist drin. Ich finde, jetzt kann man es nicht beurteilen. Ich glaube, wir müssen das im Hellen nochmal anschauen. Tada! Ich muss sagen, ich bin nicht sicher, aber Klassiker. Die Farbinspiration sollte eigentlich sowas in die Richtung sein. Also so fand ich halt irgendwie schön die Tür. Jetzt ist hier irgendwie so ein bisschen mehr rosa halt. Naja. Dann ist auch schwierig, weil das Fenster halt weiterhin braun ist. Also hier ist natürlich jetzt weiterhin braun dominant mit den Rollläden und dadurch, dass das Fenster noch braun ist, jetzt wirkt das irgendwie wie so ein Alien hier. Obwohl es mir auch irgendwie gefällt. Also, ja. Also das habe ich wirklich ein bisschen unterschätzt irgendwie. Ich mag es ja eigentlich voll gerne, Sachen alleine zu machen. Aber der schwierigste Part ist wirklich, Entscheidungen zu treffen. Also nicht die Umsetzung ist für mich wirklich die Schwierigkeit, weil man kriegt alles irgendwie hin. Sondern halt wirklich die Entscheidung zu treffen. Okay, ich mache das jetzt so und so. Und auch drin im Haus. Ich habe eigentlich viele Ideen, aber dann fehlt mir halt zum Beispiel die Expertise und ich frage irgendwelche Leute, die halt Experten sind. Dann fragst du 3 Experten und jeder sagt was anderes. Und am Ende muss doch ich mich entscheiden, wie ich es jetzt halt mache. Ja, und das ist irgendwie das Spannende halt, dass... Also, Entscheidungen zu treffen ist eine Schwäche von mir und wenn man irgendwie so ein Projekt alleine macht, dann werden natürlich die eigenen Schwächen nochmal etwas mehr hervorgehoben, weil natürlich niemand da ist, der das irgendwie ausgleicht und ja, es lädt ein, über sich hinaus zu wachsen. Formulieren wir es positiv. Und ich meine, sowas wie die Türfarbe, das ist jetzt ja auch, ja, eigentlich eine sehr schöne Entscheidung. Dass ich das überhaupt entscheiden darf, welche Farbe mir die Türe hat. Ich meine, wie cool ist das denn? Also heute treffe ich auf jeden Fall hier keine Entscheidung. Ich lasse es jetzt mal auf mich wirken und mache erstmal was anderes.